Guten Morgen. Morgen. Ja, nicht ganz so früh wie erhofft, aber doch verhältnismäßig früh. 8:30 sollte reichen. Vorher wird es eh nicht richtig hell. Mhm. Ja, wir haben nicht die erste Nacht, aber die erste Nacht bei angemessenen Temperaturen in unserem neuen Carinthia D180 verbracht. Und wir haben heute Morgen beide schon gesagt, es war unfassbar kuschelig warm bei gerade mal 2 Grad. Also das ist auch so der Temperaturbereich, für den die Schlafsäcke gemacht sind. Und da funktionieren sie echt top. Also wir sind sehr, sehr begeistert. Haben sie uns vor kurzem neu angeschafft als Nachfolger von unserem Saleva Spice -2, der so langsam in die Jahre gekommen ist. Ich habe außerdem auch noch auf meiner neuen Isomatte geschlafen von Thermarest X-Therm Next, die dieses Jahr rausgekommen ist. Auch echt eine Top-Isomatte, sehr, sehr leicht, geringes Packmaß und ja, einen unfassbar hohen R-Wert mit, ich glaube, ungefähr 7. Also in unseren Gefilden wird man den wahrscheinlich nie brauchen, aber mich hat einfach das Packmaß und das Gewicht angelockt. Das ist echt eine gute Isomatte. Ja, wir sind gestern nicht so weit gekommen, wie wir es geplant haben. Ich habe ja gestern Abend schon gesagt, wir müssen etwas umdisponieren. Wir haben gerade mal etwas über 15 Kilometer gestern geschafft und die Gesamtstrecke sind 50 Kilometer. Das heißt, wir hätten heute noch einen richtig dicken Batzen vor uns, den wir überwinden müssten. Wir werden in Neustadt, da paddeln wir bald durch, sicherheitshalber mal an Land gehen. Da ist ein Supermarkt nicht weit vom Fluss entfernt. Und dann werden wir noch unser Proviant ein bisschen aufstocken, weil wir haben einen Tag Karenz, falls wir es nicht an 2 Tagen schaffen sollten, aber wir haben nur ein Essen mitgenommen. Deswegen werden wir uns da noch was holen. Wenn wir gut durchkommen, ist es an einem Tag machbar. Dann wäre es eine happige, aber machbare Tagesetappe. Ja. Wenn es aber wieder so ist wie gestern, viele Hindernisse, viele Bäume, dann werden wir es an einem Tag nicht schaffen. Deswegen müssen wir das dann spontan entscheiden und aus dem Grund holen wir uns einfach noch mal ein bisschen Proviant. Genau. Wir werden jetzt abbauen, dann gibt es gleich noch ein schönes Frühstück und dann werden wir lospaddeln. Jawohl. Heute gibt es ausnahmsweise mal ein warmes Frühstück. Dafür brauchen wir kochendes Wasser und deswegen habe ich gerade nochmal den Spirituskocher angeschmissen. Jetzt kommt das Wasser drauf und darf hier so stehen bleiben, bis es kocht. Wenn das Wasser kocht, kommt es runter. Du schön beiseite stellen. Mit dem nassen Laub kein Problem. Und dann kommen in das kochende Wasser Weißwürste. Da gibt es bayerisches Frühstück. Und die dürfen 10 Minuten lang ziehen. Weißwürste, die beiden hier links sind schon geschält. Süßer Senf und eine Laugenstange dazu. Bevor es irgendjemand in die Kommentare schreibt, ja, dazu isst man normalerweise Brezeln. Wir waren aber bei sage und schreibe 3 Bäckern und keiner hatte hier in der Gegend Brezeln. Lecker. Das ziehen wir uns jetzt rein und dann reiten wir los. Das Lager ist abgebaut, Boot beladen. Wir sind bekleidet. Es ist leider nicht wirklich erwähnenswert früher geworden als gestern. Wie gesagt, wir sind chronische Langschläfer, da muss ich uns mal wieder outen. Und man unterschätzt das. Ist dann doch immer viel Arbeit, das Ganze abbauen, zusammenpacken. Gut, wir haben auch noch ein Essen gemacht, was ein Ticken aufwendiger ist als normalerweise. Das Boot beladen, in die Trockenkleidung schlüpfen. Da vergeht schon immer einiges an Zeit. Also, ich gehe davon aus, es werden 3 Tage. Wir stoppen auf jeden Fall gleich in Neustadt und versuchen uns da mal noch ein bisschen Proviant zu besorgen. Aber jetzt paddeln wir erstmal weiter entlang der schönen Wied. So. Also, wir legen ab. Pegel 85 heute Morgen. Wie das beschleunigt.
0 auf 5 km/h innerhalb von 15 Sekunden. Hier die ganzen Vögelnester. Schatzi hält uns. Da vorne ist das nächste Wehr. Das gucken wir uns jetzt erstmal an, ob man das überhaupt fahren kann. Entweder dadurch, hier runter, und allerdings auf Steine muss er aufpassen. Oder ganz da hinten. Schwer zu sagen. So, wir haben uns das jetzt beide einmal angeguckt und man könnte ganz rechts, also wirklich ganz rechts am äußersten Rand, würde man wahrscheinlich drüber kommen. Aber wir haben so ein bisschen Angst. Wir müssen ja davor schon richtig einschlagen und gerade drauf zufahren. Und das bei der starken Strömung wird das ein bisschen schwierig. An der engen Stelle da vorne. Genau. Ja. Und schwupps, weg ist das Boot. Ja, da wäre es schon fahrbar gewesen, aber ob wir da rumgekommen wären, ja. Brücke Neustadt, das müsste der richtige Ausstieg sein, um einkaufen zu gehen. Hier ist die Shoppingmeile. Ja, hier. Dann gehen wir uns mal. Sehr gut gemacht. Einkauf ist erledigt. Es gibt noch einen kleinen Snack und dann geht's wieder los. Da oben sieht man die Autobahnbrücke A3. Da sieht man nochmal die Brücke. Ist dir wehgetan? Ah! Ich habe mir wehgetan. Du dir wehgetan? Nein.
Enten da. Cool. Alter. Ist der kalte Regen. Moment, das ist Hagel. Hagel. Ja, alles wäre schief gegangen wahrscheinlich. Mittig wäre scheiße gewesen, ne? Ja. Gut eingelenkt, Schatz. Ich glaube, das war ein bisschen Glück auch tatsächlich. Die Strömung hat uns erfasst und dann hat es uns einfach in die Richtung gesogen. Oh Mann, ey. Holz. Holzi, Holzi, Holz. Pferdchen. Ich film schon. Ja, schön. Ja, an einem Schlauch. Bin gerade untergetaucht. Hier direkt vorne. Ja, ich habe mit den Gänsen gespielt. Ja. Oh, ich film's. Oh, da habe ich sogar noch Tauben gesehen. Oh, ich hoffe, ich hab's auch drauf. Ja, es wird wieder spät. Auch heute möchten wir natürlich anlanden, bevor es dunkel wird. Das ist ja super. Wir gucken jetzt mal kurz vor Roßbach. Da sieht es auf der Karte so aus, jetzt könnte es dann aber ganz gut sein. Dann würden wir da unser Lager aufschlagen und uns den Rest der Strecke morgen vornehmen. Schauen wir mal, wie es da ist. Ja, ganz gut, weil sonst wird es schon knapp. Wie gesagt, wir haben jetzt schon wieder spät. Mal gucken. Hier schauen wir uns jetzt mal langsam um. Haben wir etwa eine halbe Stunde lang Sonnenlicht. Wir landen hier gerade mal an. Man sieht es wahrscheinlich auf der Kamera auch schon, dass es nicht mehr sonderlich hell ist. Die Sonne ist bald weg. Also wünscht uns Glück, dass der Spot hier was ist. Das ist der Platz, den wir uns ausgeguckt haben. Wahrscheinlich hier. Hier ist es schön eben. Keine toten Bäume. Und Blick aufs Wasser. Was will man mehr? Ziemlich nice, ja. Jetzt müssen wir uns nur noch überlegen, wie wir das Tarp aufbauen. Ja. Haben nur noch ein paar Minuten Sonnenlicht. Gucken, ob wir es überhaupt noch gefilmt bekommen. Ansonsten zeigen wir es euch auf jeden Fall später dann oder morgen, beziehungsweise wie es aussieht. Ja.
Ein bisschen sieht man es noch. Ich zeige es morgen natürlich nochmal vernünftig. Ähnlich wie gestern. Nur noch ein zusätzlicher Abspannpunkt da oben. Wir lassen uns für euch wieder blenden. Das heißt, es ist schon wieder stockefinster. Wir haben kurz nach 18 Uhr. Pünktlich, um gleich mit der Zubereitung des Abendessens zu beginnen. Das Lager haben wir komplett aufgebaut. Es hat mittlerweile auch schon mal zweimal kurz geregnet. Dadurch fiel mir ein, dass ich ganz vergessen habe, euch zu erzählen, dass es letzte Nacht fast durchgängig geregnet hat. Ja. Und das teilweise auch sehr, sehr stark, was uns ein bisschen wach gehalten hat immer wieder mal. Es ist zwar einerseits schön romantisch, wenn man den Regen aufs Tab prasseln hört, aber trotzdem, wenn man dann so draußen liegt und vor allem, wenn es dann heftig regnet, wird man davon auch immer wieder wach. Mhm. Ja. Na gut, ja, das Essen für heute, das haben wir ja unterwegs gekauft. Mhm. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit der Zubereitung. Genau. Wir kochen heute wieder auf dem Spirituskocher. Spiritus hatten wir Gott sei Dank genug dabei. Da gibt es übrigens eine praktische Flasche für den Transport, die wir sehr gerne nutzen. Da ist ein halber Liter drin. Für 2 Abende kochen reicht er ganz, ganz locker. Hier sogar für 3. Und auch den Spirituskocher, den nutzen wir übrigens sehr, sehr gerne. Ist aus Titan, ultra leicht, sehr praktisch. Und darunter wieder Safety First, die Feuerschutzmatte. Die Hauptzutat unseres heutigen Essens sind Spaghetti. Und die kochen wir jetzt auch als erstes. Ja, Lass es ruhig mit dran. Ja. Oben auf dem Tabdach über uns, da prasselt schon wieder der Regen. Für diese Witterungsverhältnisse muss ich sagen, ist das echt ein cooles Setup. Hier ein Stock aus dem Wald, da ein Stock aus dem Wald. Da hinten liegt unser Boot, sehe ich gerade auf der Kamera. Und richtig viel Platz, den wir hier haben. Auch nach oben hin. So. Ja. Also heute auch nochmal deutlich besser geworden als gestern. Wir haben hier noch eine Schnur gespannt, hatte ich glaube ich eben schon mal gezeigt. Und jetzt haben wir deutlich mehr Platz, viel angenehmer und trotzdem können wir hier schön vor dem Regen geschützt kochen. Und nebendran wird geschnibbelt. Genau. Knoblauch ist schon klein. Ohne den geht's nicht. Ja. Und die Zwiebel. Auch immer so ungefähr doppelt so viel wie im Rezept steht. Muss man ja ausnutzen. Das Wasser kocht, wie man sieht. Da kommen die Spaghetti rein. Auch das Primus Kochset, zu dem die Holzgabel, die Christina gerade benutzt, gehört. Sowie das Messer. Ultimative Spaghetti-Gabel, ja. Ja, die ultimative Spaghetti-Gabel. Sowie das Messer. Noch ein Löffel und eine Reibe. Das Messer nach wie vor immer noch sehr scharf, obwohl wir es schon sehr lange im Gebrauch haben. Und so praktisch zusammengepackt. Wenn es irgendwie geht, vom Gewicht her nehmen wir das mittlerweile immer mit. Das ist wirklich sehr, sehr praktisch. An dieser Stelle sei auch einmal gesagt, wie ihr es von uns gewohnt seid. Ihr findet alles an Equipment, was wir in diesem Video genutzt haben, unten in der Videobeschreibung. Solltet ihr auf die Idee kommen, irgendwas davon zu kaufen, dann freuen wir uns natürlich riesig, wenn ihr das über einen unserer Links macht, denn dann kriegen wir eine kleine Provision. An der Stelle vielen lieben Dank. Dankeschön. Die Nudeln sind fertig, werden jetzt noch kurz abgegossen. Von dem Wasser hebt man aber ein kleines bisschen auf. Das brauchen wir gleich für die Soße. So, einmal noch. Das muss reichen. Weiter geht's. Butter. Ein gutes Stück Butter in der Pfanne erhitzen und erstmal zum Schmelzen bringen. Die Butter ist zerlaufen und jetzt kommen Zwiebeln und Knoblauch rein.
Oh, wie das duftet. Mhm. Oh, gut. Ich korrigiere meine Aussage von gestern. Knoblauchgeruch, geil. Knoblauch in Buttern, übergeil. Heute tun wir uns da was ganz Gutes, ja. Ja. Während hier links zu sehen, Zwiebeln und Knoblauch in der Butter dünsten, wird hier Schnittlauch geschnitten, denn den gibt es zum Schluss als Garnitur. Nach dem Andünsten kommt jetzt Kurkuma rein, Salz und Pfeffer. Und dann kommen die Nudeln rein. Jetzt kommt auch das Nudelwasser rein. Genau. Das Nudelwasser, was wir eben extra aufgehoben haben, kommt jetzt wieder mit rein. Und es folgt Parmesan. Ach komm. Normalerweise kommt ein bisschen weniger rein, aber mit dem, was wir jetzt hier übrig lassen, könnte man sonst eh nichts mehr anfangen. Oh, riecht das gut. Ah, sieht doch schon cremig aus. Ja, sehr geil. Das ist eine clevere Idee, Topf als Untersetzer zu nehmen. Hauptsache es fällt nicht um. Dann tischen wir mal auf. Mhm. Oh ja. Oh, dieser Duft. Garnitur, Schrägstrich, ist aber auch wichtig für den Geschmack. Das stimmt. Und dann gebührt dir die Ehre zu probieren. Sehr gerne. Länger davon. Und? Ich will mehr. Mehr. Es ist mehr da. Gönn dir. Sehr lecker. Und diese Farbe, Leute. Oh ja, das ist nicht gecolor graded, möchte ich an der Stelle schon mal sagen. Das sieht so Kurkuma. schön gelb mit grünen Akzenten aus. Da sieht man richtig, wie der Käse hier zerfließt. Ist das geil? Nach so einem anstrengenden Tag ist man dann doch leicht ausgehungert und freut sich. Was sagt der Meister? Auf ein schmackhaftes Essen wie dieses. Schon wieder sehr wenig Zutaten, recht einfach zubereitet. Selbst hier draußen umsetzbar. Auch wenn wir noch mal kurz dafür einkaufen gehen mussten. Aber einfach nur geil. Das Essen hat sehr, sehr gut geschmeckt und genauso gut getan. Es ist immer so, wenn man hier draußen ist. Es wird langsam kalt. Die Nacht soll noch ein bisschen kälter werden als die letzte. Und dann tut so ein warmes Essen richtig gut. Oh ja. Auch jetzt, es ist nicht sonderlich spät, aber wir versuchen es gleich mal mit dem Schlafen und sagen zu euch schon mal gute Nacht. Gute Nacht. Willst du mich verarschen, du Scheißlicht? Gute Nacht. Schatzi ist jetzt auch wach. Guten Morgen.
Moin moin. Morgen. Heute Nacht hatten wir gerade mal 1 Grad. Das war schon sehr kalt. Am Gesicht hat man es gemerkt, aber im Schlafsack war es zumindest für mich kuschelig warm. Ich weiß nicht, wie es für dich gewesen ist. Ja, war sehr angenehm. War sehr angenehm, sehr gemütlich. Ja. Dann kann man sagen, sind wir mit den Schlafsäcken auf jeden Fall sehr zufrieden. Ja. Genauso auch mit unserem Tarp-Setup, wie wir es jetzt hier gebaut haben. Nochmal ein kleines bisschen modifiziert hat man hier einfach in die Richtung nochmal mehr Platz und das Wasser läuft auch noch ein bisschen besser ab. Trotzdem hat man ein weites Blickfeld. In unserem Fall jetzt hier schön auf die Wied. Schöne Aussicht. Aber auch jetzt haben wir gerade mal 2 Grad, so dass man das nicht so ganz genießen kann. Ist schon sehr frisch. Wir werden uns jetzt gleich direkt ans Zusammenpacken machen. Zum Frühstück haben wir uns heute nichts Besonderes überlegt. Gibt einfach ein paar Snacks, dass wir gleich die nötige Energie haben, um den letzten Teil der Strecke auch noch zu schaffen. Es sind noch einige Wehre, davon werden wir wahrscheinlich die meisten umtragen müssen. Ansonsten denke ich mal, dürften wir jetzt hier deutlich besser durchkommen, so wie es jetzt gestern ja auch schon im letzten Teil der Strecke war, weil der Fluss einfach breiter geworden ist und man dann auch schneller fahren kann und nicht so oft anhalten muss. Aber trotzdem werden uns die Wehre wahrscheinlich etwas aufhalten. Deswegen müssen wir uns jetzt schon spurten. Wir müssen ja schließlich auch da wieder noch im Hellen ankommen, dass wir noch zusammenpacken können und alles wieder ins Auto laden können. Ja, genau. Also würde ich sagen, machen wir uns ans Werk und packen zusammen. Jawohl. Das Lager ist abgebaut, sämtliche Spuren von uns beseitigt, so wie es sich gehört. Das Boot beladen, wir bekleidet und wir sind früher dran als die letzten beiden Tage. Haben jetzt aber noch ein gutes Stück zu paddeln, es sind noch Knapp 20 Kilometer. knapp 20 Kilometer. Ja. Legen wir los. ...91 war der Pegel eben bei Friedrichsthal. Und dann sieht man, dass das hier im eher unteren Teil des Flusses dann auch schon mehr oder weniger Hochwasser ist. Die Ufer stehen hier schon ordentlich unter Wasser, die Pflanzen. Kann sein, dass das jetzt schon eins der Wehre gewesen ist. Da stand drin. Davor müssen wir gucken, wo wir lang müssen. Oh ja. Ich sag's euch gleich. Links vorbei, ne? An der Insel vielleicht. Ganz links an der Insel? Ja. Okay. Grande Magnifico. Also, das eben, wo ich angefangen habe zu sprechen, könnte schon das Wehr gewesen sein, was hier kommen sollte. Wahrscheinlich überspült gewesen. Vielleicht haben wir Glück und ein paar von den anderen Bären lassen sich durch das Hochwasser auch so leicht führen. Das wäre gut. Also wir kommen auf jeden Fall voran. Jawohl. Oh, Scheiße. Blöd ist das, ey. Was? Ja, links vorbei dann. Ja.
gleich ein Wehr kommen, das nur eventuell fahrbar ist. Wenn auf der rechten Seite und wenn nicht, soll man es auch rechts umtragen. Das ist das Wehr. Entweder hier irgendwo hängen bleibt, nicht schnell genug rüberkommt, ist mir das mit der Kehre hier ein bisschen zu gefährlich. Ich glaube, wir lassen es mal lieber sein und umtragen. Eigentlich wollten wir, ich schätze mal so 100 Meter, 150 Meter hinter dem Wehr wieder einwassern. Haben uns aber gerade 2 Fußgänger darauf hingewiesen, dass es in 500 Metern wieder ein Wehr kommt, von dem sie sich nicht vorstellen können, dass das fahrbar ist. Mhm. Und da wir das Boot jetzt einmal auf dem Wagen haben und hier schon auf der Straße sind, werden wir das noch bis dahin ziehen und dann hinter dem Wehr, da ist eine Brücke, da einwassern. Wir gucken uns das Wehr dann aber trotzdem mal an und zeigen euch, ob es wirklich nicht fahrbar wäre. Ja, aber bevor wir jetzt hier für 500 Meter nochmal aufs Wasser gehen und dann wieder raus müssen, ja, machen wir es lieber so. Kleines Päuschen mit selbstgemachten Beef Jerky, in diesem Fall Teriyaki-Style. Haben auch schon mal ein Video gemacht, wie ihr das selbst herstellen könnt. Das verlinken wir euch mal da oben. Sehr lecker. Das ist das zweite Wehr, ähnlich wie bei dem anderen. Mit dem schwer beladenen Boot möchte ich nicht das Risiko eingehen, da drin zu kentern. Das macht keinen Spaß. Da liegen auch laut Beschreibung richtig viele Felsen drin, große. Deswegen, auch wenn es reizvoll wäre, schönes Wildwasser, Safety first, wir umtragen. Die paar Meter schaffen wir auch noch. Oh, das ist viel angenehm. Was sagt die Karte? Wie viele Wehre kommen noch? Ja, also gleich kommt noch mal eins. Ah, geil, gleich kommt noch mal eins, schön. Und? Ja. Das nächste Wehr soll angeblich unfahrbar sein, das dann bald kommt. Es sei denn, man fährt links über die Fischtreppe. Das heißt, das müssen wir uns auf jeden Fall auch erstmal angucken. Und sonst kann man es, welche Seite? Rechts umtragen. Okay. Und danach kommt dann nochmal ein Wehr, da steht gar nichts dazu, ob man es fahren kann oder nicht. Also entweder ist es so eins wie vorhin, das wo man einfach drüber gleitet und erst merkt, wenn man drauf ist, dass es ein Wehr ist. Ja. Oder wir müssen auch umtragen. Wir schauen es uns an. Wir nähern uns vorsichtig dem Wehr. Das ist das Wehr. Auf das werden wir nicht fahren. Da vorne liegt unser Boot. Hier hinten rum an dem Gebäude vorbei ist ein Acker. Über den können wir es ziehen. Scheint aber ein ganz schön weites Stück zu sein. Mal gucken. Aber bleibt uns ja eh nichts anderes übrig. Umtragung durch den Matsch hier. Irgendwann ganz da hinten können wir vielleicht wieder zu Wasser gehen. Von da ganz hinten kommen wir her. Oh, mal mindestens noch um die Ecke. Und dann gucken, ob wir dann irgendwo links wieder ins Wasser kommen. Ist zwar ein bisschen steiler hier das Ufer, aber es reicht zum Einlanden. Bootswagen ab und weiter geht's. Weiter geht's. Das ist das Paddeln echt eine Wohltat. Da vorne ist das nächste Wehr. Sieht nicht nach einer großen Stufe aus. Das ist nix. Das kann man fahren, ne? Halleluja. Dann gibt's Start. Es ist Vater. Halleluja. Easy. Ja, gar nichts. Du willst ein Wehr sein?
Nach der Kurve soll nochmal ein Wehr kommen. Wahrscheinlich fahrbar. Sehr gut. Ich glaube aber nicht, dass das hier das wäre. Okay. Da muss Wehr. Ja, damit sollten wir jetzt alle Wehre geschafft haben, ne? Ja, alle Wehre. Jetzt können wir gut Strecke machen. Genau, jetzt können wir gut Strecke machen. Da liegt da was im Wasser? Ja. Ja, viele Enten, ne? Ja. Vollgas. Hui. Hier ungefähr bei dieser Brücke müsste die Messstation Friedrichsthal sein. Der maßgebliche Pegel. Soll ich mal gucken, wie hoch er gerade ist? Wird sich nicht viel verändert haben. Wir haben die ganze Zeit so um die 90, aber guck gerne mal. Ja, 90. Ja, also Pegel gerade mehr oder weniger hier. So sieht's aus bei Pegel 90. Ja, ihr Lieben, wir haben jetzt noch 2 Kilometer bis zum Ziel. Wir sollten alle erwähnenswerten Hindernisse überwunden haben. Das heißt, wir werden es auch auf jeden Fall schaffen. Und ich nutze diese etwas ruhigere Passage hier, um euch schon mal ein kleines Fazit zu geben, wie wir unser Abenteuer hier auf der Wied fanden. Ich hatte ja bereits gesagt, der erste Teil ab Seelbach bis Döttelsfeld. Ich glaube, den würden wir, wenn wir die Wied nochmal befahren, nicht mehr mitnehmen. Da lag schon sehr viel Totholz im Wasser und es war viel zu umtragen. Mit einem kleineren, leichteren Boot natürlich auch einfacher zu machen. Man merkt beim Umtragen schon immer, dass das Boot mit dem ganzen Gepäck einiges wiegt. Es kostet Energie und Zeit. Zeit vor allen Dingen in unserem Fall. Deswegen sind wir nicht gut vorangekommen. Ihr habt es gesehen. 2 Tage hatten wir eigentlich geplant. Ich würde behaupten, dass es, wenn man entweder nicht so ein Langschläfer ist wie wir oder die Tage etwas länger sind, dann könnte man das auch an 2 Tagen schaffen. Davon bin ich überzeugt. Trotzdem fand ich es jetzt gut, dass wir 3 Tage draus gemacht haben, weil 2 Nächte draußen fühlen sich immer eher nach Leben in der Natur an. Und das ist ja das, was wir primär machen oder machen wollen. Deswegen bin ich ganz froh, dass es 2 Nächte waren. Und so hat es jetzt ja auch gut geklappt. Wir hatten auch gestern Abend noch mal ein leckeres Mahl, dass wir uns da Gott sei Dank, weil wir hier nicht wirklich in der richtigen Wildnis sind, auch noch mal spontan einkaufen konnten. Ab Döttelsfeld ist der Fluss gut fahrbar, größtenteils. Ein paar wenige Stellen, die man umtragen musste. Ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht vertue, 3 Wehre, die wir umtragen haben, die man wahrscheinlich hätte fahren können. Mit einem anderen Boot sowieso und weniger Gepäck. Und vielleicht auch noch ein bisschen erfahrenere Paddler, als wir das sind. Man muss auch dazu sagen, wie gesagt, wir haben die ganze Zeit einen Pegel ungefähr bei 90. Das ist schon leichtes Hochwasser. Und man sieht es ja auch in der Umgebung. Wenn man sich die Ufer anguckt, da steht schon einiges unter Wasser, was normalerweise nicht unter Wasser stehen würde. Das heißt also, bei einem geringeren Pegel wird der Fluss ganz anders aussehen. Ne? Kann man sich natürlich nicht drauf verlassen. Aber wir fanden den Pegel ja zur Befahrung sehr gut. Ne? Ja. War die ganze Zeit sehr flott. Fast ausschließlich Wildwasser 1, würde ich jetzt mal so einschätzen. Wenn dann mal Wildwasser 2 da ist, nur an den künstlichen Bauwerken oder wenn halt mal ein Baum irgendwie wirklich quer liegt. Und da gab es vielleicht mal so ein paar Stellen, die könnten
vielleicht möglicherweise Wildwasser 2 gewesen sein. Aber größtenteils Wildwasser 1 und alles gut fahrbar. Ja, wir steigen gleich bei der Gastronomie Laubachsmühle aus. Da haben wir unser Auto abgestellt. Aber Vorsicht, wenn ihr da auch parken wollt, sowohl links als auch rechts von dem Restaurant. Die Parkplätze sind privat. Wir haben gefragt, ob wir da stehen bleiben dürfen. Und das würde ich euch auch anraten. So, da kommt noch mal ein Hindernis, links oder rechts? Links, ganz links. Und doch noch mal ein bisschen Action hier auf. Also wie gesagt, wenn ihr bei der Laubachsmühle parken wollt, auf jeden Fall vorher fragen. Das ist ein Privatparkplatz. Aber es macht Sinn, wohl da auszusteigen, soweit ich das im Vorfeld eruieren konnte. Weil bei Altwied kommt dann unfahrbares Wehr und danach kommt dann eine stärkere Wildwasserstrecke. Und nichts für so eine Art von Paddeln, wie wir sie jetzt hier betreiben. Deswegen macht es Sinn, da die Tour zu beenden. Wenn man sie auch so lang fahren möchte wie wir, dann würde ich, glaube ich, beim nächsten Mal Dörtelsfeld bis Laubachsmühle machen. Wäre eine schöne 2-Tagestour bei den richtigen Bedingungen. Sicherlich ist es auch im Sommer hier sehr, sehr schön. Ich kann mir vorstellen, dass es schon fast aussieht, als würde man durch einen Urwald fahren. Die viele Natur, die vielen Bäume, wenn die richtig bewachsen sind. Trotzdem fand ich es cool, dass wir jetzt zu dieser Jahreszeit unterwegs sind, weil die ganzen bunten Farben der Bäume sind schon auch ein sehr spezielles Bild. Und es hat natürlich auch noch den Vorteil, dass weniger los ist. Zusammengefasst, uns hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Tolle Tour. Trotz der 2 Kenterungen, beziehungsweise fanden es beide eigentlich sogar gut, dass wir mal gekentert sind. So, man weiß, wie das mit dem Boot läuft. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Das Video an der Stelle ist natürlich noch nicht vorbei. Wir zeigen euch schon noch den Fluss bis zum Ende. Aber wie gesagt, wir müssen ja gleich ausladen. Dann muss es einigermaßen schnell gehen. Und so habe ich jetzt die Zeit hier schon mal genutzt. Da vorne steigen wir jetzt aus. Das ist die Brücke, die haben wir uns gemerkt. Die Laubachsmühle ist ein paar Meter weiter. Aber da kommt nichts mehr, wo wir ans Ufer kommen würden. Und wir kommen nur hier auf der rechten Seite ans Ufer, soweit ich das eruieren konnte. Und dann tragen wir das Boot gleich oben über die Brücke. Oh, wieder ein Eisvogel. Was denn? Schon wieder ein Eisvogel da. Da vorne im Busch. Hier. Eisvogel. Ja. Ich hoffe, man sieht ihn auf der Kamera, Leute. Ja, perfekt. Schön flach hier. Hier in Flussrichtung auf der rechten Seite hinter der Brücke bei der Laubachsmühle sind wir jetzt an Land gegangen. Dann gleich hier irgendwo hochtragen, dann über die Brücke rüber. Da steht unser Auto. Da hinten ist die Gastronomie Laubachsmühle. Nette Leute da. Nette Leute, genau. Christine hatte gefragt, ob wir da parken dürfen. Wie gesagt, das ist ein Privatparkplatz. Wenn ihr da parken wollt, vorher fragen. Fazit haben wir euch schon gegeben. Auf den letzten Metern hat sich da auch nichts mehr geändert. Uns hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir hoffen, euch auch. Und ja, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid, dass ihr uns bei der Reise begleitet habt. Und wir freuen uns natürlich umso mehr, wenn ihr es bei der nächsten auch wieder macht. In diesem Sinne, macht's gut, Leute. Ciao.